Und es ist tatsächlich sehr einfach, Menschen energetisch und vor allem Menschen in nicht so guten Lebenssituationen energetisch zu beeinflussen mit schönen Bildern und mit lauter Musik. Sondern damit sich in ihrem Leben etwas verändert, müssen wir an den Punkt gehen, wo die Tage am dunkelsten sind. Und dann mit den Leuten sprechen. Zur Kreuzigung? Ja. Gut. Durch die Tür hinaus, zur linken Reihe. Jeder nur ein Kreuz. Hm? Der nächste. Viele Leute sind abgetrennt von der Welt. Also die Psyche entwickelt Trennungsmechanismen zur Welt. Und dann kommen wir zum Beispiel nicht raus und können keine Kunden akquirieren. Jeder und jede kann alles erreichen, du brauchst es dir nur vorzustellen. So stellen wir uns Manifestation vor, ja, einfach nur vor dem dritten Auge ein paar Bildchen abspielen lassen und schon verändert sich das Leben und schon wird alles Realität. In diesem Video geht es darum, wie Manifestation wirklich funktioniert, warum diese Lehre von vor 100 Jahren tatsächlich heute nicht mehr ganz so relevant ist und warum Coaching nicht das Problem ist, sondern das Verständnis der Menschen von Manifestation. In diesem Video möchte ich mit dir über den Mythos Manifestation sprechen, denn dahinter steckt eine ganze mythologische Welt, sehr, sehr viel Geschichte und natürlich auch ganz viel Wurzeln, wo diese Ideen herkommen, dass du dir irgendwas vorstellen kannst, was dann auf irgendeine Art und Weise Realität wird. Und wenn wir nicht wissen, woher die Gedanken kommen, woher diese Ideen kommen, dass Manifestation so funktionieren würde, ja, dass wir uns nur was vorzustellen brauchen und schon wird es Realität, wenn wir lange genug warten und uns das lange genug jeden Abend und jeden Morgen vorstellen, dann bist du in diesem Video richtig. Also wenn du wissen willst, was denn eigentlich die Wurzeln dieser ganzen Geschichte sind, das macht ja Sinn zu wissen, wo die Gedanken herkommen, wo die Ideen herkommen und auch unter welchen Umständen die entstanden sind. Denn wir leben im Jahr 2024 und heute ist vieles anders als vor 100 Jahren, als zum Beispiel die Idee entstanden ist. Du brauchst dir nur jeden Abend und jeden Morgen vorzustellen, was du haben willst und schon wird es Realität. Grundsätzlich funktioniert diese Technik ganz wunderbar. Sie stammt unter anderem von Neville Goddard und auch seiner Kollegin Florence Scovel Shinn. Also diese beiden haben vor ungefähr 100 Jahren Bücher veröffentlicht, die darauf hindeuten, dass wir eigentlich nichts anderes zu tun brauchen, als an die Dinge zu glauben. Und das hat sich natürlich gut gehalten und das ist wunderbare klassische Literatur vermeintlich. Das ist eigentlich New Age Literatur, die ja für den einen oder anderen ein bisschen schwer zu verdauen ist. Ich hatte letztes Wochenende ein Gespräch mit einem Bekannten hier in Kolumbien, ein Deutscher, dem ich erzählt habe, was ich beruflich mache. Und er hat dann gesagt, so ja, das mit dem Manifestieren, das ist alles nicht so einfach. Die Leute werden depressiv dabei und es ist ja super schwierig und so funktioniert das Ganze nicht. Und er hat natürlich völlig recht. So wie das die meisten Menschen auf dieser Welt verstehen, funktioniert das Ganze tatsächlich auch nicht. Ich habe mich in den letzten 2 Wochen ganz intensiv auch mit der Kritik an der Coaching-Szene in Deutschland auseinandergesetzt. Und naja, was soll ich sagen? Der Mainstream kann das natürlich nicht unbedingt verknusern, dass es nicht reicht, auf dem Sofa zu sitzen, sich was Schönes vorzustellen und dann wird das Ganze schon irgendwie Realität. Denn die Realität ist, man wird nicht erfolgreich, weil man ein Coaching gebucht hat. Man wird nicht erfolgreich, weil man einen Kurs gebucht hat. Man wird auch nicht erfolgreich, weil man sich schöne Bilder im Kopf vorstellt. All das reicht natürlich nicht aus. Menschen werden erfolgreich, wenn sie etwas tun, was sie in ihrer eigenen Welt zu einem erfolgreichen Menschen macht. Und das ist natürlich super individuell, das Ganze. Also wenn du dich für einen erfolgreichen Menschen hältst, wenn du einen Lamborghini fährst oder auf einer tropischen Insel rumsitzt, dann müsstest du diese Dinge tun. Das heißt, du musst mit deinem eigenen Erfolgskonzept kongruent handeln. Und da sind wir schon an dem ersten Punkt. Was ist deine Definition von Erfolg eigentlich? Was ist Erfolg in deinem ganz persönlichen Leben? Und ich meine damit wirklich dein ganz persönliches Leben und nicht dein Instagram-Feed, dein Facebook-Feed oder deine deine YouTube-Startseite, sondern in deinem ganz persönlichen Leben. Wenn du gesundheitliche Probleme hast, wenn du Übergewicht hast, wenn du Immunschwierigkeiten hast, dann ist Erfolg nicht Lamborghini und eine tropische Insel, sondern dann fängt es natürlich an mit deiner körperlichen Gesundheit, denn daraus entsteht und ersteht natürlich auch alles, was du in deinem Leben kreierst. Also die Definition von Erfolg steht natürlich ganz am Anfang. Also was konkret bedeutet Erfolg für dich?
wenn du was erreicht hast, wenn du wer geworden bist. Und es kann für jeden anderen Menschen auf dieser Welt komplett nicht die Definition von Erfolg sein. Das ist wirklich ein ganz, ganz individuelles Thema. Ist es für dich erfolgreich, Ruhe zu haben? Ist es für dich erfolgreich, wenn du stabil gute Emotionen hast? Ist es für dich erfolgreich, wenn du dich in deinem Leben gut fühlst, wenn du einfach nur glücklich bist mit dem, wer du bist und was du hast? Alleine das aufrechtzuerhalten, ist ja schon ziemlich anstrengend in den meisten Fällen. Denn insbesondere in einer Welt, in der wir vielen Informationen ausgesetzt sind, bedeutet das auch, dich gegen diese ganzen Informationen und gegen das Leben der anderen so abzugrenzen, dass du sie nicht zu deinem eigenen Mangel machst. Das ist das Erste. Und das Zweite ist natürlich, trotzdem mit dem Leben in Kontakt zu bleiben. Also zu sagen, das ist nicht meins, aber ich bleibe trotzdem damit in Kontakt. Der nächste Punkt und die nächste Frage ist natürlich zu fragen, was tun die Menschen, die du für erfolgreich hältst? Und dann kannst du dich auch sofort fragen, warum tust du das nicht? Warum tust du nicht die Dinge? Und dann kommen natürlich eine ganze Palette in der Regel an Ausreden, warum das nicht möglich ist. Meistens mangelt es ja am Geld oder es mangelt am Mut oder es mangelt an der Sicherheit. Und das ist der Punkt, den du dir als erstes anschauen darfst. Nicht nur stimmt deine Definition von Erfolg noch, sondern natürlich auch, was will ich da eigentlich? Was ist denn das, was ich da eigentlich suche? Das Einzige, was erfolgreiche Menschen von erfolglosen Menschen unterscheidet, ist das Erfolgsbewusstsein, also das Wissen, das Bewusstsein, ich bin erfolgreich und damit kongruentes Handeln. So, und das hat natürlich, da ist dein Leben und das, was du bisher erreicht hast, ein Teil der ganzen Illusion. Wenn du glaubst, dass du bis jetzt nicht erfolgreich gewesen bist in deinem Leben, dann liegst du ganz grundsätzlich einer Illusion, denn es geht in diesem Leben in erster Linie ums Leben. Ja, viel mehr ist es nicht. Also viel mehr braucht es eigentlich nicht, um erfolgreich zu sein. Wenn du bis heute am Leben geblieben bist, dann hast du ziemlich viel erreicht. So, und wenn du nicht kongruent handelst, mit deiner eigenen Erfolgsdefinition oder handeln kannst, dann kannst du dir das Unmögliche vorstellen und es auch fühlen, so wie Neville Goddard das vor 100 Jahren unterrichtet hat. Aber es wird nichts passieren. Es wird absolut nichts passieren. Und dieses Selbsthandeln, kongruent mit der eigenen Erfolgsdefinition zu handeln, kongruent mit der eigenen Energie zu handeln, sich selbst zu verstehen, sich selbst zu reflektieren und zu gucken, wer bin ich eigentlich, was will ich eigentlich in dieser Welt, was will ich eigentlich in diesem Leben, warum will ich das Ganze, das kann dir kein Coach und auch kein Kursus abnehmen. Also um kongruent zu handeln mit dem, was du in deinem Leben möchtest, dafür braucht es natürlich zuerst mal Fähigkeiten. Es ist vollkommener Blödsinn, für sein Recht, Babys zu bekommen, zu kämpfen, wenn er keine Babys bekommen kann. Es ist symbolisch für unser Ringen gegen die Unterdrückung. Symbolisch für sein Ringen gegen die Realität. Ja, also es braucht die Fähigkeit, diese Handlungen tatsächlich durchzuführen. Und es können intellektuelle Fähigkeiten sein, also schlicht und ergreifend Wissen über etwas und dann natürlich auch physische Fähigkeiten. Die Manifestation selber passiert mit deinem gesamten Körper. Dein ganzer Körper muss dabei mitspielen. Und wenn dein Körper Erfahrungen gemacht hat in der Vergangenheit, dass es sicherer ist, nicht zu handeln, dass es sicherer ist, in einem bestimmten Zustand zu verharren und da zu bleiben und sich eben nicht von der Mutter zu distanzieren, vom Vater zu distanzieren, vom Partner zu distanzieren, von den Freunden zu distanzieren, von der eigenen Geschichte und Vergangenheit zu distanzieren, dann wird das natürlich nicht passieren. Du kannst nicht fit werden und weiterhin auf dem Sofa sitzen. Das funktioniert nicht. Du wirst aufstehen müssen und ins Gym gehen müssen und da vielleicht ein paar Hanteln hochheben oder ein bisschen Gymnastik machen oder dich auf dem Fahrrad umtun oder was auch immer dein Programm ist. Da sind wir natürlich an dem Punkt Trauma. Ja, wir haben Zustände bei Menschen, die Verletzungen in ihrem Leben erfahren haben, die uns davon abhalten. Freeze ist zum Beispiel so ein Zustand, in dem Menschen lange verharren können. Ja, in diesem Eingefrorensein. Ich kann mich nicht bewegen und ich komme da nicht weiter. Ja, ich kann nicht losgehen. Das ist übrigens auch ein Aspekt zumindest des Depressivwerdens im Manifestationsprozess, wie eingefroren zu sein und sich nicht bewegen zu können, aus Angst, was dann passiert, wenn ich nach draußen gehe, wenn ich mit dem Leben in Kontakt gehe, was ja häufig auf der unbewussten Ebene der Kontakt mit der eigenen Mutter oder dem eigenen Vater auch ist.
So, und dann gibt es natürlich auch ein paar physische Aspekte, ja, die einfach eine Rolle spielen. Und natürlich auch gesellschaftliche Prägungen. Bist du ein Mann, bist du eine Frau? Was traust du dir zu? Wie viel bist du bereit zu kämpfen? All diese Dinge, die braucht es natürlich auch, um erfolgreich zu manifestieren. Dazu kommt, niemand wird allein erfolgreich. Zumindest in unserem Ursprungsprogramm, sage ich mal, zurück im Wald von vor 2000 Jahren. Ja, du wirst dich von deiner Gemeinschaft und von deiner Gruppengemeinschaft nicht entfernen können, wenn du irgendetwas Nachhaltiges erreichen willst. Oder du brauchst einen neuen Club. Oder du brauchst ein neues Dorf, eine neue Gruppengemeinschaft, eine neue Höhlengemeinschaft, in der du das leben kannst, was du sein möchtest. Also allein auf dieser Welt funktioniert nicht. Egal wie schön das ist und egal wie gerne wir uns manchmal in unsere Höhlen zurückziehen und sagen, ich will jetzt aber nur mit mir sein. Nein, du wirst irgendwann wieder rausgehen müssen, mit Menschen in Kontakt kommen müssen. So, jetzt gibt es als erstes eine psychologische Perspektive natürlich auf das Ganze. Ich nutze immer ganz gerne das Bild des Tauziehens. Deine Manifestation ist ein Tauziehen innerer Anteile und sie wird erst Realität, wenn eine Seite aufgegeben hat, beziehungsweise die Anteile die Seite gewechselt haben. Also wenn in dir eine Vierjährige ist, die Angst davor hat, auf der Bühne zu stehen, gesehen zu werden, zu sprechen, mit dem Leben in Kontakt zu sein und du Mechanismen entwickelt hast, dich abzuschotten, nicht mit Menschen in Kontakt zu gehen, nicht auf der Bühne zu stehen und so weiter, dann müssen wir diese Vierjährige, also der Anteil in dir, der in die Vergangenheit zieht, dann müssen wir die einsammeln und sagen, pass auf, es tut mir leid, dass du das damals erlebt hast, jetzt passe ich auf dich auf, ich bin jetzt 35, 45, 55, 65, ich kann das jetzt, ich kann jetzt Verantwortung dafür übernehmen, mich draußen zu zeigen und ich kann mich auch verteidigen, wenn das denn notwendig ist. Das Leben ist ja in den meisten Fällen nicht so gefährlich wie das, was die meisten Menschen sich vorstellen, aus ihren kindlichen Anteilen heraus. Der wesentliche Faktor, warum Manifestation nicht funktioniert, ist, weil Menschen in ihren kindlichen Anteilen stecken bleiben, in ihrer Opferrolle, im inneren Kind. Opfer ist ein ganz, ganz wesentliches Thema, natürlich vor allem auch in Deutschland. Also das heißt, wenn wir nicht alle Anteile, die in die Vergangenheit ziehen, rüberholen in die Zukunft, dann wird die Manifestation nicht Realität. Und das braucht Zeit, das braucht Arbeit, es braucht natürlich auch ein bisschen psychologisches Wissen und ein bisschen, wie kann ich das denn überhaupt machen? Ja, was gibt es da für Methoden, was gibt es für Wege, diese ganzen inneren Anteile einzusammeln? So, und das braucht Zeit und niemand weiß, ich weiß es nicht für dich und ich kann dir das auch nicht sagen, selbst wenn wir im Einzelgespräch zusammen sind, wie viele von diesen Anteilen aus der Vergangenheit aufgelöst werden müssen und integriert werden müssen, damit wir in die Zukunft gehen können. Das kann dir niemand sagen. Es kann dir wirklich niemand sagen, wie lange das dauert. Wir können nur anfangen, daran zu arbeiten, dass diese Anteile integriert werden, dass dein Herz heilt. Das ist nämlich das Magnetfeld, mit dem du ausstrahlst, ja, dass dein Herz heilt und dass du dich mehr und mehr in Richtung Zukunft, und zwar auf der physischen Ebene, entwickeln kannst. Das heißt, dass du anfängst, diese kongruenten Handlungen durchzuführen, die es braucht, damit deine Manifestation Realität wird. Dein Körper und das Leben hat energetische Grenzen. Ist dir sicherlich auch schon aufgefallen, dass du dir zwar ganz viel in deinem Kopf ausdenken kannst und ausspinnen kannst, aber dein Körper nur eine bestimmte Kapazität hat, Dinge umzusetzen. Du kannst physisch nicht gleichzeitig allein 3 Kinder in Dortmund erziehen und wie eine 25-jährige Singlefrau auf Bali leben. Das funktioniert nicht. Zumindest nicht in der physischen Welt. Wenn du in den sozialen Medien viel unterwegs bist, dann kann dein Geist das sehr wohl. Das heißt, du kannst dir mit ausreichender Präsenz in den sozialen Medien, auf Instagram, Facebook und so weiter, kannst du dir ausreichend schlechte Gefühle machen, weil du nicht das Leben der anderen hast. Das wird aber tendenziell immer mehr zu schlechten Gefühlen führen, weil du natürlich sagen musst, okay, meine Realität ist, ich bin eine alleinerziehende Mutter mit 3 Kindern in Dortmund. Oder ich bin jetzt genau da. Und es hilft, also ich kann das durchaus empfehlen. Ich habe das ja vor 3 Wochen gemacht, dass ich alle sozialen Medien gelöscht habe und habe gesagt, so, ich gucke jetzt mal, wo ich eigentlich gerade wirklich bin, also wo ich physisch bin. Und es macht ganz, ganz viel mit dem eigenen Energielevel und auch mit den eigenen Plänen und der eigenen Energie, sich mal für eine Zeit lang wirklich nur auf das zu konzentrieren, was im eigenen Körper stattfindet. Denn Manifestation ist ganz super real mit deinem Körper.
Das ist vielleicht traurig, aber das ist so, wenn man in einem menschlichen Körper lebt. Ganz viele, gerade in der spirituellen Szene, sind nie in diesem Körper wirklich angekommen. Oder aus der Traumaperspektive haben aufgrund der Erfahrungen, die sie als Kinder gemacht haben, ihr Nervensystem überwiegend abgeschaltet und fühlen sich selbst nicht mehr. Und wenn du nicht in diesem Körper bist, wenn du nur in der geistigen Welt umherschwirrst, ja, in Konzepten und in Büchern und in Fantasien, wenn du nicht mit diesem Körper agierst und rausgehst, mit Menschen in Kontakt gehst, deine Kontakte aufbaust, Beziehungen aufbaust, mit Leuten sprichst und so weiter und so fort, dann werden diese ganzen Dinge natürlich nie Realität werden. Das Problem ist wirklich, dein Geist kann das. Egal, was die physische Realität ist, kann dein Geist auf Bali leben, ja, oder in der Karibik oder Lamborghini fahren. Dein Körper macht das aber deswegen noch lange nicht. Dann ist die nächste Frage, wenn du dich mit deinem Erfolg beschäftigst, willst du Dinge, die für dich in deinem Leben überhaupt realistisch sind, oder willst du sie, weil sie jemand anderes hat und du dir davon etwas versprichst? Die Öffentlich-Rechtlichen, die haben im letzten Jahr einige kritische Berichte zum Thema Coaching gebracht. Und es geht natürlich da in erster Linie auch um Großveranstaltungen, in denen Leuten klargemacht wird, dass sie alles haben können, dass sie innerhalb von 3 Monaten 100.000 Euro verdienen können, dass sie auch auf Bali leben können oder auch in der Karibik leben können und den ganzen Tag Champagner schlürfen können und so weiter. Und die Leute sind dann entsetzt und traurig, dass alles, was passiert, ist, dass sie ihr Geld bei diesen Coaches abgeben, die da in diesen Großveranstaltungen ihre wirklich teuren Coaching-Programme verkaufen, aber nie irgendetwas Realität wird. Und es ist tatsächlich sehr einfach, Menschen energetisch und vor allem Menschen in nicht so guten Lebenssituationen energetisch zu beeinflussen mit schönen Bildern und mit lauter Musik. Alles ist Energie. Musik, Ton und Bild ist Energie. Und wenn jemand sich hinstellt auf eine Bühne und dich mit viel Ton zum Beispiel beschallt, dann wird dein Körper diese Frequenz annehmen. Und dann gehst du nach Hause und dann bist du diesem Sound, diesen Frequenzen nicht ausgesetzt. Und du wirst dich natürlich wieder normalisieren. Also dein Nervensystem wird sich wieder normalisieren. Also buchen die Leute das nächste Coaching-Programm, wo sie wieder mit Musik beschallt werden, um sich wieder genauso zu fühlen. Dann gehen sie wieder nach Hause und das Energielevel sinkt wieder. Aber das hat was ganz normal mit Nervensystem und Wahrnehmung zu tun. Also man kann Leute mit guter Energie vollballern, sage ich mal. Ja? Das heißt aber noch lange nicht, dass sich in ihrem Leben irgendetwas verändert. Das heißt absolut nicht, dass sich irgendwas in ihrem Leben verändert. Sondern damit sich in ihrem Leben etwas verändert, müssen wir an den Punkt gehen, wo die Tage am dunkelsten sind. Und dann mit den Leuten sprechen. Das ist Coaching. Coaching ist nicht eine große Bühne mit lauten Bildern und Bildern aus der Karibik oder aus Dubai oder sonst irgendwas, sondern Coaching ist, 1:1 zusammenzusitzen und zu sagen, erzähl mir mal, wie sich das jetzt gerade für dich anfühlt. Ja? Und was da jetzt gerade passiert und was deine Grenzen sind, was deine Limitierungen sind, was du in dir wahrnimmst. Viele Leute sind abgetrennt von der Welt. Also die Psyche entwickelt Trennungsmechanismen zur Welt. Und dann kommen wir zum Beispiel nicht raus und können keine Kunden akquirieren. Wir können kein Marketing machen. Wir können uns nicht auf der Weltbühne zeigen und Menschen sagen, was wir eigentlich tun, in Kontakte gehen, E-Mails schreiben, Instagram-Posts machen oder was auch immer dein Marketingkanal ist, wenn wir nicht in der Lage sind, mit der Welt in Kontakt zu sein. Und das ist eine emotionale Geschichte, die in uns selbst passiert. Hat was mit Selbstbewusstsein zu tun, aber eben natürlich auch wirklich mit dieser Wahrnehmung. Kann ich eine Beziehung zur Welt aufbauen? Kann ich eine Beziehung zu meinen besten Kunden aufbauen, zu meinen Traumkunden oder Wunschkunden, wie auch immer du sie nennen willst? Kann ich eine Beziehung zu diesen Menschen aufbauen? Also willst du Dinge, die überhaupt realistisch sind? Und was versprichst du dir davon? Was versprichst du dir davon, wenn du einen Lamborghini hast? Was versprichst du dir davon, wenn du in der Karibik sitzt? Ich weiß, die Leute, die mir zuhören, die wollen weder einen Lamborghini noch wollen die in der Karibik sitzen. Aber ich nehme das mal als Beispiel. Du hast deine eigenen Wünsche. Was versprichst du dir davon, dir einen VW-Bulli zu kaufen? Ja? Gib dir das zuerst. Was auch immer das ist, was du haben möchtest in deinem Leben, gib dir das zuerst, weil dahinter steckt ein Gefühl. Ich will Anerkennung, ist zum Beispiel eins der häufigsten. Ich will Anerkennung haben, ich will geschätzt werden, ich will geachtet werden. Weil ganz ehrlich, zum Leben braucht kein Mensch weder ein Lamborghini noch ein VW-Bus. Du brauchst es, um dir selbst vielleicht was zu beweisen. Ja, um dir zu zeigen, was möglich ist für dich.
ist für mich eine ganz große Motivation tatsächlich auch für die Dinge in meinem Leben. Ich will einfach wissen, was möglich ist für mich. Ich möchte die Welt sehen. Ich möchte mit möglichst vielen spirituellen Lehren und Lehrern konfrontiert sein. Ich finde das total spannend, weil es nicht nur im Kopf ist, sondern diese Dinge tatsächlich auch eine Metapher für unser Leben sind. Ja, egal, ob das jetzt das Christentum ist, das Judentum oder der Hinduismus und so weiter. Ich finde das super spannend, wie Menschen das wahrnehmen und sehen und was das mit deren Leben macht, sich mit diesen Dingen auseinanderzusetzen. Das ist meins. Ja, das ist meins. Mir macht das total viel Freude. Für dich wird es was ganz anderes sein. Jemand anders sagt wieder, oh, ich kann nicht genug kriegen von ätherischen Ölen oder von Pflanzen oder von Essen oder whatever. Ja, also deine Werte stehen natürlich hinter diesen ganzen Geschichten. Das, was du zu deinem Gott machst, erfordert Opfer. Und jetzt kommen wir an den Kern der Manifestation. Das, was du zu deinem Gott machst, erfordert Opfer. Eine der wesentlichen Lehren auch des Christentums. Zur Kreuzigung? Ja, gut. Durch die Tür hinaus, zur linken Reihe, jeder nur ein Kreuz. Der nächste. Das Christentum hat ganz wesentlich diese Message. Das ist mein Gott, dafür gehe ich ans Kreuz. Es geht im Christentum nicht darum, also für mich zumindest nicht, sagen wir mal so, ich weiß, jetzt hören wieder eine ganze Menge Leute zu, die das Christentum anders kennengelernt haben und die Bibel wörtlich nehmen und so weiter. Aber was heißt es denn eigentlich, ein Christ zu sein, beziehungsweise diesen spirituellen Weg zu gehen? Das bedeutet, für den eigenen Gott, was auch immer das ist, ja, ans Kreuz zu gehen. Wer macht denn das? Wer will denn das wirklich, zu sagen, okay, ich muss das Ego, was ich gehabt habe, bis hierher, für meinen Gott, ja, dem ich gefolgt bin, muss ich zurücklassen. Das stirbt in dieser Welt und ich werde auf der anderen Seite wieder auferstehen, zur rechten Hand Gottes und von dort wiederkommen. Ja, was ist denn Jesus Christus? Ja, der ist eine Metapher für einen Anteil von mir, für einen Zustand meines Seins, womit wir wieder bei Neville Goddard wären, der ja das unterrichtet hat, der gesagt hat, jede Figur in der Bibel ist ein Seinszustand in uns. Und wenn wir so die Bibel lesen und natürlich auch Neville Goddard verstehen, ja, man muss sich ein bisschen mehr belesen als nur, ja, ich gehe abends ins Bett und fühle das mal alles, was ich haben will, sondern da ist ja noch mehr Geschichte dahinter und noch viel mehr, was er unterrichtet hat über die verschiedenen Seinszustände. Und wenn man mit denen arbeiten kann, dann wird die Manifestation schon auch Realität. Also das ist schon so, wenn man mit diesen Anteilen arbeiten kann. Bei den Ägyptern, die ja so mehr oder weniger die Vorläufer auch des Christentums waren, ja, wir sprechen hier über Mittelmeerraum und da gab es eine ganze Menge Leute, die da unterwegs waren und durch die Gegend gelaufen sind und den Leuten irgendwas von ihren Göttern und Gott erzählt haben und wie sie das alles sehen und verstehen. Und ich bin der festen Überzeugung, die haben auch eine ganze Menge Pflanzen konsumiert, um bestimmte Dinge wahrnehmen zu können. Aber das ist eine andere Theorie. Die Ägypter, die haben zum Beispiel mehrere Götter ja gehabt. Ja, die Sonne, den Mond, Horus und Ra und was weiß ich nicht alles. Das ist in vielen spirituellen Lehren auf der Welt so. Das sind alles unterschiedliche Zustände und Energien in unserem Leben, mit denen wir in Verbindung gehen können. Die Sonnenenergie, die Mondenergie, die Energie der Nacht, ja, also die Dunkelheit, die dunkle Nacht der Seele und so weiter. Das ist ähnlich im Hinduismus zum Beispiel mit Kali. Kali ist die Wut. Kali ist, ich will das Ganze hier nicht mehr. Im Wesentlichen, also die Figur von Kali, die hat ja, also entweder hier wie auf diesem Bild, die Totenköpfe um den Hals oder eben auch als Figur Männerköpfe als Gürtel. Und wenn wir das jetzt in der metaphysischen oder in der emotionalen und spirituellen Welt sehen, dann sind das natürlich nicht Männerköpfe im Sinne von, wir haben ein paar Männer geköpft, sondern das sind aktionsbasierte Ego-Anteile, Handlungsanteile. Das heißt, ich muss eine ganze Menge Verhaltensweisen, ja, männliche Energie, Aktion, Handeln, ins Tun kommen. Ich muss eine ganze Menge Verhaltensweisen loslassen in meinem Leben und Dinge loslassen, Aktionen loslassen und sterben lassen, damit etwas anderes geboren werden kann. Und Kali verbrennt im Wesentlichen auch das Ego, ja, also die Wut bis hierher und nicht weiter. Ich will dieses Leben nicht mehr, ich kreiere jetzt was Neues. Kali ist eine Wegbegleiterin auf diesem Weg. Das Ganze gibt es im Christentum genauso. Erzengel Michael ist derjenige, der die Dämonen absticht. Ja, also
Wir haben im Christentum zwar nur einen Gott, aber wir haben Dutzende Engel. Ja, jede Kirche ist voll mit Engeln und jeder Engel hat eine bestimmte Energie und hat eine bestimmte Aufgabe. Raphael die Heilung, Gabriel die Visionen. Ja, Gabriel hat das Kind zu Maria gebracht. Die Vision, das ist der Engel der Vision. Michael als derjenige, der die Dämonen absticht, die es natürlich in uns gibt. Ja, also wir brauchen bestimmte Mechanismen, um uns mit Dingen auseinanderzusetzen in uns, die unserer Manifestation entgegenstehen. Nur schöne Bilder im Kopf reicht nicht aus, sondern das sind emotionale Prozesse, die zum Teil tatsächlich sehr schwierig sind. Also die können sehr, sehr schwierig sein. Und wenn jemand sich damit nicht auseinandergesetzt hat, dann wird es natürlich auch entsprechend schwierig zu manifestieren. Alles in deinem Leben ist eine Frage der Beziehung, die du dazu hast. Wenn du in deinem Leben noch nie selbst eine Beziehung zu Kunden aufgebaut hast, dann wirst du erstmal in dir beginnen müssen, eine Beziehung zu deinen Wunschkunden aufzubauen. Wenn du in deinem Leben noch nie Geld besessen hast, über, weiß ich nicht, 5.000 oder 10.000 Euro auf dem Girokonto oder irgendwas in der Richtung, wenn du das nie gehabt hast, dann wirst du in dir erstmal ein Konzept davon entwickeln dürfen, natürlich, wie sich das anfühlt und wie das ist und wie das wäre, wenn mehr Geld auf deinem Konto wäre. Und sobald du das anfängst zu tun, setzen sich natürlich in dir emotionale Prozesse in Gang. Also das heißt, mit diesem Geld auch umzugehen. Weil was ist denn, wenn du 100.000 Euro auf dem Konto hast? Was ist denn, wenn du 1 Million auf dem Konto hast? Was willst du damit auf dem Konto? Was passiert dann? Und ganz ehrlich, bei den meisten Menschen passiert Konsum. Also die werden das genauso wieder weggeben, wie es gekommen ist, wenn sie sich nicht darauf vorbereiten, wirklich zu sagen, okay, ich habe eine Strategie und ich habe einen Plan. Wenn ich jetzt, selbst wenn ich im Lotto gewinne, ja, ich arbeite jetzt daran, 1 Million im Lotto zu gewinnen, kannst du machen. Machen Menschen. Menschen sind sehr erfolgreich im Lotto. Die Wahrscheinlichkeit ist relativ gering, aber ich bin der festen Überzeugung, wenn du emotionale Arbeit machst und wenn du wirklich auch darauf hinarbeitest, 1 Million im Lotto zu gewinnen, dann wirst du 1 Million im Lotto gewinnen. Ich bin 100% davon überzeugt, dass du dein Herz dahin heilen kannst, dass das deine energetische Frequenz wird. Absolut. Jetzt ist die Frage, was passiert mit dieser Million, wenn du sie hast? Ja? Gehst du dir sofort ein paar Autos kaufen oder Klamotten oder hast du einen Plan und hast du ein Konzept, wie diese Million nur der Anfang ist? Weil sonst bist du sie relativ schnell wieder los. Und ich glaube, dass viele Menschen schlicht und ergreifend Dinge auch nicht manifestieren können oder nicht werden, weil sie mit diesen Dingen gar nicht umgehen können. Die sind überhaupt nicht reif genug dazu, mit den Dingen umzugehen. Es braucht eine gewisse Lebenserfahrung, es braucht ein Konzept. Du kannst eine Beziehung aufbauen zur Karibik und zu den wunderschönsten Inseln. Das kannst du machen, aber am Ende wird es die Notwendigkeit geben, dass du deine Anteile loslässt, die dich auf dem Sofa in Wanne-Eickel halten. Zur Kreuzigung? Nein, Freispruch. Was? Sie haben mich freigesprochen. Sie sagten, ich hätte nichts getan, also könnte ich frei ausgehen und irgendwo auf einer Insel leben. Oh, das ist aber nett für dich. Dann aber nichts wie ab. Nein, ich habe Sie verulgt. In Wirklichkeit ist es Kreuzigung. Oh. Ja, du wirst deine Koffer packen müssen, du wirst deine Sachen packen müssen und du wirst dahin fliegen müssen. Das nützt alles nichts. Und du wirst einen Teil deiner Persönlichkeit, einen Teil deines Egos, dein altes Leben zurücklassen müssen, damit das Realität werden kann. Und es hat nichts mit Geld zu tun bei den allermeisten Menschen. Die meisten Menschen haben wirklich Angst davor, ihr Leben hinter sich zu lassen, was sie bisher gelebt haben. Und das gilt im Privatbereich genauso wie im Businessbereich. Das ist Arbeit. Das ist wirklich Arbeit. Und genauso ist es mit Kunden, genauso ist es mit Geld, genauso ist es mit deinen Marketingthemen, genauso ist es mit deinen Produkten. Du beginnst eine Beziehung in dir aufzubauen zu dieser Sache, die du definieren musst. Und die definiert sich natürlich auch durch die Ablehnung und durch die Erfahrungen, die du in der Welt mit diesen Dingen sammelst. Du kannst natürlich sagen, ich will einen neuen Job haben und ich will das Doppelte verdienen, aber du wirst anfangen müssen, Bewerbungen zu schreiben, damit du diesen neuen Job bekommen kannst. Wenn du ein Business gründest, dann kannst du natürlich sagen, nächstes Jahr will ich das Doppelte verdienen, aber du wirst Bewerbungen schreiben müssen, damit du das Doppelte verdienst. Also das heißt, du wirst neue Kunden ansprechen müssen, andere Kunden ansprechen müssen, deine Preise erhöhen müssen, andere Angebote machen müssen und so weiter. Also du wirst das, was du gewesen bist, hinter dir lassen müssen, damit du das Neue überhaupt verkörpern kannst. Und das ist anstrengend. Das geht nicht nur mit dem dritten Auge. Wie soll das funktionieren? Wie soll das gehen?
Zurück zur Geburt. Jesus kommt ja zurück nach der Kreuzigung. Übrigens in der spirituellen Szene auch so ein absoluter Wahnsinn, ja, dass Menschen sich hinstellen und sagen, bald wird die neue Welt kommen und jetzt wird ja das große Licht aufgehen und alles wird uns hier und Aufstiegsgeschichten und so weiter und so fort. Das ist alles das gleiche Konzept. Ja, bei den Christen heißt es, und von dort wird er eines Tages wiederkommen, um die Seinen zu sich zu holen und so weiter. Also Jesus wird zurückkommen. Und jetzt wird er natürlich nicht in seinen Lendenschurz, blass wie er auf den meisten Bildern ist, aus den Wolken fallen, sondern Jesus ist ein Symbol für ein Schöpfungskind, ja, für ein Königskind, für deine Projekte, für deine Babys, für dein was auch immer. Das ist eine Metapher. Natürlich wird der wiederkommen. Der kommt jeden Tag 1000-mal wieder, ja, durch Inspirationen, die wir in unserem Leben haben. Also zurück zur Geburt. Wir sind Astrologen. Wir kommen aus dem Osten. Jungs, wollt ihr mich vielleicht verarschen? Möglicherweise sind die heiligen drei Könige einer Jupiter-Saturn-Konjunktion im Zeichen Fische gefolgt. Und jetzt protze ich mal ein bisschen mit meinen astrologischen Kenntnissen, die natürlich nicht allzu ausgereift sind, aber Zeichen Fische, Spiritualität, ja, Intuition, Jupiter und Saturn, zwei Planeten, die für ganz wesentliche Manifestationsenergien stehen. Kurz, ja, es hat nichts mit den Himmelskörpern an sich zu tun. Die Sterne waren in der Antike Götter. Die Sterne waren in der Antike Götter, die auf das Geschehen auf der Erde aufgepasst haben und Einfluss genommen haben. Du musst dir vorstellen, da leben Menschen irgendwo in der Wüste oder in Kargland oder in Wäldern und so weiter. Die haben kein Instagram, die haben kein YouTube, die haben keinen Podcast, sondern die sitzen eigentlich in der Natur. 24/7, 365 Tage im Jahr sind die mit der Natur im Kontakt. Die haben eine ganz andere Verbindung gehabt zu dem, was wir hier Welt nennen oder was wir Leben nennen. Die waren ganz, ganz anders angebunden und verbunden, offen natürlich auch. Ja, die Bedrohungen, die die erlebt haben, die hatten eine ganz andere Qualität als das, was wir heute wahrnehmen. Wir haben Angst voreinander, ja. Wir haben Angst, Menschen haben Angst voreinander. Damals haben Gruppenverbände irgendwo in der Wüste gesessen und zusammengehockt. Und das Schlimmste, was passieren konnte, ist natürlich, dass eine andere Gruppe kam und gesagt hat, ach, bei euch ist aber schön, wir schlachten euch jetzt mal alle ab. Aber es gab so wenig Menschen auf dieser Welt, ja, das waren wirklich ein paar hunderttausend. Wir sind mittlerweile bei 8 Milliarden. Es gab ein paar hunderttausend Menschen auf dieser Welt und da gab es schon auch ordentlich Abstand zwischen den Leuten, ja. Also die Sterne waren in der Antike Götter, die auf das Geschehen auf der Erde aufgepasst haben oder auch Einfluss genommen haben. Das heißt, die Menschen haben bestimmte Qualitäten in wiederkehrenden Zyklen, Tierkreiszeichen und natürlich auch bestimmte Qualitäten in Bezug auf den Stand der Planeten und der Sterne beobachtet und haben das weitergegeben. Meistens ja in Form von Geschichten. Also die Theosophen zum Beispiel, die sind der Ansicht, dass Jesus die Sonne ist und seine 12 Jünger nichts anderes als die 12 Tierkreiszeichen oder die wesentlichen Planeten. Saturn bei den Römern, Kronos bei den Griechen, das Gleiche, ist nichts anderes, also von der archetypischen Energie wie Steinbock. Das ist Ambition, Durchhaltevermögen, Aufstieg, der richtige Zeitpunkt. Kronos, ja, von Zeit, Chronologie, das ist alles eins, ja, diese Energie ist das Gleiche, aber es geht im Wesentlichen darum, wir müssen Schritt für Schritt nach oben klettern. Ja, wir müssen an den Dingen arbeiten und manchmal der Steinbock, ja, vielleicht, wenn du mal einen Steinbock gesehen hast in Italien oder auch in den Alpen, die machen keine Gefangenen. Ja, die laufen steile Wände hoch und zwar solche Wände. Die sind ziemlich ambitioniert und die schleppen auch nicht allzu viel mit sich rum. Also Steinböcke sind ziemlich radikal, wenn es um ihren Erfolg geht und natürlich auch um die Spitze des Berges. Also auf dem Gipfel anzukommen. Und auf dem Gipfel anzukommen ist ein Zeitpunkt, also der richtige Zeitpunkt, Chronos, Chronologie, der richtige Zeitpunkt, in dem die Dinge tatsächlich auch erfolgreich sein können auf dem Gipfel der Dinge. So, Saturn stand jetzt also zusammen zu Jesus Geburt mit Jupiter. Und Jupiter ist Zeus im Wesentlichen, der Götter aller Götter bei den Griechen. Und synchron oder beziehungsweise ja ähnlich wie des Sternzeichens Schütze, beziehungsweise Expansion, höhere Spiritualität,
Reisen, und zwar nicht nur äußere Reisen, sondern auch innere Reisen und Glück. Also Schütze ist im Wesentlichen ja auch Freiheitsbedürfnis, Expansionsstreben und so weiter. Und das ist Jupiter. So, diese zwei Sachen, Ambition, Durchhaltevermögen, Aufstieg, der richtige Zeitpunkt, standen zusammen mit Expansionsbestrebungen, höhere Spiritualität, Reisen, innere und äußere Reisen, ja, und Glück. Und diese Dinge standen zusammen zu Jesus Geburt. Da wird der König geboren. Da wird der König in die physische Welt gebracht. Das ist die Geschichte um Jesus. Aus der astrologischen Perspektive, metaphysisch und natürlich auch als Metapher zu verstehen, wenn man jetzt nicht unbedingt sein Leben an einer physischen, historischen Geschichte von vor 2000 Jahren ausrichtet. Also das ist die Art und Weise, wie ich das sehe. Du kannst das gerne anders sehen. Das ist für mich völlig in Ordnung. Ja? Also das ist meine Perspektive. Und dann passiert natürlich das, was wir uns alle wünschen. Also dann wird die Manifestation erfolgreich. Und dafür braucht es aber eine ganze Menge Vorarbeit. In der Bibel, die Bibel ist aufgeteilt, weißt du vielleicht, Altes Testament, Neues Testament, Jesus-Geschichte und in 4 verschiedenen Varianten aufgeschrieben. Altes Testament, Mord, Totschlag, Zerstörung, Plagen, Hochwasser, alles, was da los war. Ja? Das war all das, wo die Menschen nicht auf Gott gehört haben. Das sind alles Geschichten, in denen Menschen nicht auf Gott gehört haben. Sprich, was auch immer du zu deinem Gott machst, ja, was auch immer dein Ziel ist, was auch immer dein Manifestationsziel ist. Und es ist ganz hilfreich, und die Idee der Christen war ja, einen einzigen, ja, anstrengend genug. Nicht, ich will 1 Million machen, ich will einen Partner und ich will um die Welt reisen, alles gleichzeitig, sondern eine Sache, eine einzige Sache. Ich habe einen einzigen Gott. Und dann habe ich eine ganze Menge Engel ringsrum, die mir helfen, das zu manifestieren, die das göttliche Werk Realität werden lassen. Das ist die Schöpfungsgeschichte. Und wie gesagt, das Alte Testament voller Plagen und Hochwasser. Und dann kommt Jesus, also die Geburt quasi der Manifestation. Und dann wird natürlich alles gut, aber der wird ja zum Schluss auch gekreuzigt. Also das heißt, das, was du manifestierst, wird irgendwann gehen müssen, um dann an der rechten Hand Gottes zu sitzen und von da aus eines Tages wiederzukommen. In anderer Form vermutlich, als das uns die meisten Ikonografien heute vermitteln. So, ich hoffe, das hat dir geholfen, Manifestation etwas besser zu verstehen und auch mit dir selber ein bisschen mehr in Frieden zu kommen. Es ist Arbeit, ja, und Coaching ist nicht dafür da, dir nur bunte Bilder zu zeigen. Wenn das die Art und Weise ist, wie du Coaching verstehst, dann verstehst du Coaching nicht richtig. Okay? Also Coaching oder auch Therapie, mir ist es ja egal. Ja, ich sage ja immer, geh hin, wo du willst, lass dir helfen. Das ist wichtig. Ob du das bei mir machst oder bei jemandem anders oder ob jemand anders dich anspricht oder ob du jemanden anders für einfühlsamer hältst oder mit der Energie von jemandem anders besser resonierst. Wichtig ist, dass die Leute verstehen, was da eigentlich in diesem Prozess passiert und dass sie dir auch helfen können, das zu erreichen, was du tatsächlich willst. Und um deine persönliche Energie auch zu analysieren und dir zu überlegen, was ist dein persönlicher Lebensweg auch, ja. Ich kann es durchaus empfehlen, mal eine Social-Media-Pause zu machen und zu sagen, ich gucke mir diese ganzen Bilder nicht mehr weiter an, weil es mich einfach nur stresst, dass ich all das nicht sein kann, weil ich nur diesen Körper im Hier und Jetzt habe, der die Dinge realisieren muss. Und der kann 2, 3 Dinge vielleicht gleichzeitig manifestieren. Wenn du ein Business aufbaust, dann wirst du eine Beziehung aufbauen müssen zu Kunden, dann wirst du eine Beziehung aufbauen müssen zu deinem Produkt, dann wirst du eine Beziehung aufbauen müssen und auch aufrechterhalten müssen zu deiner Gesundheit. Das ist schon ein Manifestationsprojekt, was ziemlich groß ist. Dann braucht es für die meisten Menschen tatsächlich auch wirklich intensive Veränderungsprozesse. Du musst es nicht alleine machen. Und es reicht nicht mit einem YouTube-Video und nur das Coaching zu buchen und die Dinge nicht umzusetzen und die Dinge auch nicht zu machen, beziehungsweise auch einen Coach zu haben, der in der Lage ist oder die in der Lage ist, dich in diesen emotionalen Prozessen so zu begleiten, dass du dich mehr und mehr in Bewegung setzt in diese Richtung und dass du Handlungen durchführst, die kongruent sind mit dem, was du für erfolgreich hältst. Das ist die Grundlage des Ganzen. Natürlich auch, wenn du erfolgreich sein willst mit Coaching. Und nichts davon wirst du erreichen in einer Halle mit 3000 Leuten für 59 € am Wochenende. Da
das hat mit Coaching und das hat mit Weiterentwicklung, mit Persönlichkeitsentwicklung verhältnismäßig wenig zu tun, ganz ehrlich. Okay? So, also an dieser Stelle ein bisschen die Realität zurechtrücken. Geh hin und zu wem auch immer du möchtest und pack deine Dinge an, weil ich weiß, dass du das kannst. Du kannst die Dinge realisieren. Definitiv. Es ist wirklich sehr, sehr viel möglich, aber du wirst natürlich mit deinen Emotionen und mit deinen Hürden und ja, Blockaden und so weiter auch auf irgendeine Art und Weise arbeiten müssen. Völlig egal, in welchem Konstrukt. Das spielt überhaupt gar keine Rolle. Es geht darum, was dein Körper fühlt und in welchem Zustand du bist und mit welchen Problemen du ganz persönlich konfrontiert bist. Ich wünsche dir viel Erfolg dabei. Bis bald. Tschüss.